Nach 6 Jahren Pause erscheint endlich wieder ein neuer Ableger der altehrwürdigen Command & Conquer Serie. Grund für Fans, in Jubel und Freude zu eskalieren, nur um sich dann mit den Details zu beschäftigen und dann aus dem Kotzen mal wieder nicht herauskommen. Aber Step by Step. Und ja, das wird jetzt mal wieder harte Kost. Die Command & Conquer Serie gehört mit zu den besten, was in der langen Geschichte der RTS-Spiele über unsere Monitore flackern durfte. Zumindest dann, wenn ihr schon ein bisschen älter seid und die Serie von Anfang an miterleben durftet, also in einer Zeit, in der der ganze Bums noch Westwood gehörte und man EA mit anderem Müll in Verbindung brachte. Wir wollen mal eins klarstellen. Ich befolge keine Befehle. Ich kämpfe diesen Krieg nicht für euch. Ich kämpfe für die Vergessenen. Das änderte sich aber bekanntlich, als man nach noch soliden Spielen wie Generals, Tiberium Wars und Alarmstufe Rot 3 den Karren so richtig mit Anlauf mit Tiberium Twilight gegen die Wand setzte und dann nicht in der Lage war, ein vielversprechendes Generals 2 Release fertig zu bekommen. Was folgte, war eine mehr oder weniger erfolgreiche Browser-Ausschlachtung in Form von Tiberium Alliance, in der man bei den Monetarisierungsschmerzgrenzen schon mal vorfühlte, nur um dann ganz kackdreist den Mittelfinger in Richtung der Fans und dem ganzen Franchise zu heben, indem man das Mobile-Spiel CNC Rivals im Dezember 2018 droppte, einer der schlimmsten Pay-to-Win-Höllen, welche nur noch vom hauseigenen Dungeon Keeper Mobile Port überboten werden konnte. Rivals floppte bekanntlich, Gott sei Dank, und leitete das unvermeidliche Ende eines Franchises ein, das bis zum Erbrechen und bis hin zur Unspielbarkeit totgemolken wurde. Nun, 6 Jahre später, kramt man das selbstvernichtete Franchise wieder aus der Mottenkiste, um erneut nur das Beste von euch zu wollen, nämlich euer Geld. Command & Conquer Legions heißt der neue Versuch, ein Franchise wiederzubeleben, ohne an alles anzuknüpfen bzw. alles zu ignorieren, was die Serie einst groß gemacht hat. Sprich, erneut ein Free-to-Play-Smartphone-Spiel, in dem ihr euch den Sieg erkaufen könnt. Klingt spannend? Nicht wirklich. Aber wir müssen darüber reden. Ein Preview-Video hatte ich schon vor längerem versprochen und anlässlich des Beta-Starts, in dem man Deutschland als RTS-Hochburg direkt mal sicherheitshalber ausgeschlossen hat, bietet es sich jetzt auch an. Aber EA wäre nicht EA, wenn es euch nicht dafür großzügig entschädigen würde, dass ihr im Gegensatz zu Frankreich, Spanien und Großbritannien nicht schon jetzt euer Geld wegwerfen dürft. Denn wer möchte, kann sich bereits jetzt über cnclegions.com vorregistrieren und Goldpakete, Silberchips, also die Ingame-Währung und, Achtung, festhalten, 15 Minuten Ausbildungsbeschleunigungen und anderen Bullshit erhalten. Wie? Das motiviert euch nicht? Nun, dann schließt später Missionen ab und erhaltet direkt ein iPhone oder $100 Geschenkkarten. Geil, oder? Oh wait, die sind schon vergriffen. Mist. Aber halt, dann aktivieren wir einfach zusätzliche Ingame-Werbung, um an einer Lotterie für irgendwas teilzunehmen. Yeah! Seid ihr eigentlich noch da, ihr kleinen Masochisten? Dann lasst wenigstens ein Abo da. Angeblich haben sich schon über 3 Millionen Gamer dafür angemeldet. Aber gut, sicherlich haben die jetzt alle ein neues iPhone geschenkt bekommen und dann passt das schon. Läuft. Hat das Spiel wenigstens irgendwas zu bieten? Legion bedient sich zunächst an der Alarmstufe Rot Timeline, in der sich, warum auch immer, die Alliierten mit den Sowjets in einer Pattsituation befinden. Das japanische Kaiserreich der aufstrebenden Sonne ignoriert man einfach. Eventuell wieder jemand mit einer Zeitmaschine unterwegs. Egal. Jedenfalls kehrt plötzlich Yuri zurück,
der dann einen neuen totalen Krieg auslöst, den ihr wahlweise mit einer der 3 Fraktionen für euch entscheiden sollt. Mehr zur Handlung ist nicht bekannt, viel mehr dürfte es aber auch nicht geben. Das Spiel scheint außerdem in Seasons angelegt zu sein, denn auch die Tiberium-Timeline wurde bereits vollmundig inklusive der Rückkehr von Kane angekündigt. Immerhin sollte wie früher dann wirklich eine Basis bauen dürfen und altbekannte Truppen garniert mit irgendwelchen Mechs ins Gefecht führen. Zudem sieht das Ganze für ein Mobile-Spiel gar nicht mal so scheiße aus. Eine Kampagne gibt es natürlich nicht, weil wer braucht schon eine Handlung und Spieltiefe. Dafür gibt es aber PvP, wo das 2DP halt safe für Pay steht und einen unbekannten Roguelike-Mecha-Modus. Yeah! Ah ja, es gibt auch Helden wie Boris, der als wahre Verkörperung traditioneller russischer Werte in eine bescheidene Familie von Holzfällern hineingeboren wurde. Oder Tanja, die noch nicht entlassen wurde, weil ihre Fähigkeiten zu ihrer rebellischen Natur passen. Hilfe. Wie dem auch sei, um es zum Abschluss in den Worten von EA zu sagen: Hirn aus, Geldbeutel auf, befehle ikonische Einheiten, nimm an Echtzeitkämpfen teil, nimm Superwaffen in Besitz, baue eine mächtige Basis aus und lösch dich, Commander. You don't need to know my name, only my price tag. As you know, here is the center of our network. All right.